Hallo, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute habe ich ein altes Leinwandbild mir hergesucht und das möchte ich jetzt einfach übermalen, weil ich möchte heute mal was ausprobieren mit solchen Ölfarben. Ich habe noch nie mit Ölfarben direkt gemalt, da habe ich letztens schon ein bisschen was ausprobiert. Und habe mir einfach so eine Probepackung geholt und das werde ich heute mal sozusagen auf diesem alten Bild dann ausprobieren und da habe ich mir jetzt verschiedene Pinsel dazu hergenommen, die für Ölfarben geeignet sind. Das sind so Borstenpinsel in allen möglichen Größen, weil das jetzt eine größere Fläche ist, habe ich da verschiedene mir mal hergesucht und mal schauen, was wir damit machen können. Gleichzeitig habe ich hier noch eine Spachtel bereitgestellt und auch sowas, wo man verschiedene Muster einbringen kann. Auch so einen Spatel aus Plastik. Ja, und dann geht es einfach los. Und das sind jetzt Ölfarben, die sind ohne Lösungsmittel zu benutzen. Ihr könnt die mit Wasser mischen. Die sind auch nicht gefährlich. Und ja, einfach loslegen, würde ich sagen. Ich habe hier in verschiedenen Tönen mit Blau und Gelb und Grün und Rot einfach so die Grundfarben. Und da werde ich jetzt mal weiterführend das ausprobieren. Ich sehe schon, da muss ich jetzt die Farben dahin legen, damit es funktioniert. So, und die bringe ich jetzt einfach mal auf der Leinwand direkt auf. Dieses Blau, das ist ein French Ultramarin, nennt sich das. Da fange ich jetzt einfach mal damit an. Das soll jetzt nur mal Spaß machen und da lasse ich jetzt einfach mal meiner Kreativität vollen Lauf. Das ist jetzt dieser Blauton, der ziemlich dunkel ist. Natürlich lässt sich das auch mit Wasser etwas verdünnen. Wie ihr seht, geht es eigentlich ganz gut. Und es ist ziemlich pastos so zu verarbeiten. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Da möchte ich jetzt ein Rot mit dazu bringen. Und mal schauen, was da passiert. Das vermischt sich ja auch, bleibt auch sehr dunkel. Das ist jetzt einfach nur mal ein Versuch, so zum Spaß, was passiert da mit den Farben. Und um da ein bisschen Helligkeit reinzubringen, hier gibt es noch ein Ocker.
was man dazu nehmen kann. Ja, und das seht ihr schon, da wird es ein bisschen heller mit diesem Rot. Und man muss ja auch nicht alles übertünchen. Man könnte ja auch von dem Blau jetzt was stehen lassen. Aber ich werde es so nach und nach übermalen. Und mit dem Blau komme ich dann zu so einem Braun mit Grünstich. Es ist relativ zähflüssig, muss ich sagen. Es ist relativ zäh. Das ist man jetzt so von den Acrylfarben dann nicht gewohnt. Das ist halt eine andere Konsistenz, die mir da auffällt. Ja, das ist völlig anders. Ist auf jeden Fall mal interessant, auch diese Art von Farben kennenzulernen. Man muss also schon tüchtig Kraft anwenden, damit man da zur Rande kommt. Auch wenn man jetzt Wasser aufbringt, gut, das verdünnt dann die Farbe ein bisschen und sie wird etwas heller und transparenter, hat man so das Gefühl. Jetzt wollte ich mal gucken, wie das dann mit dem Spachtel zu verarbeiten ist. So, ja. Da kann man wieder untere Schichten freilegen. Kann ich jetzt rein theoretisch das Blau wieder rausholen. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
mit dem Spachtel hier zu arbeiten. Und da kann ich jetzt über den Untergrund drüber gehen und so leichte Struktur drüber ziehen, die dann ein bisschen eben diesem Leinenstoff folgt. Und das ist, finde ich, auch gut. Seht ihr? Also es schimmert noch dieses Orange durch, was ich ganz gut finde. Und da oben kann ich das gleiche machen mit dem Blau, mit diesem ursprünglichen Blau als Untergrund. Dann das wieder rausholen. Und es entsteht dann gleich ein neues Bild, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt mal versuche, vielleicht diesen Plastikspatel zu benutzen, schaue ich mal, ob ich da gute Strukturen ziehen kann. Oh ja, das geht. Das geht super. Ja, das muss man sagen. Lässt sich gut durchziehen. Da kann man dann langweiligen Strukturen auf die Sprünge helfen. Ja, dann will ich da noch mit Grün arbeiten, weil ich das ja schon im alten Bild da unten hatte. Und da möchte ich jetzt da oben noch reingehen. Jetzt habe ich da noch so ein kleines bisschen Weiß, was ich mit dazu mische, ganz einfach aus dem Grund, damit es ein bisschen heller wird, weil ich jetzt ganz viel dunkle Farben habe. Und dann nehme ich jetzt einfach wieder den Pinsel und versuche mit dem Pinsel dann zu arbeiten. Und das ergibt ein schönes Grün. Und das finde ich toll. Das ist also wie richtige Sahne, möchte man schon sagen. Echt, diese Konsistenz finde ich schon sehr interessant. Wiederum ergibt es dann so Mischungen mit den anderen Farben.
Und gehe hier rein und mache das in der Verlängerung dieser ursprünglichen grünen Farbe. Und ihr seht schon, da kommt jetzt wieder das Grün in den Hintergrund, weil das Rot wieder dominiert. Und das möchte ich jetzt so bei diesem Punkt belassen. Als Element. Und da nochmal den Spatel benutzen. Hier auch nochmal runterziehen. Sehr schön. Also so gefällt mir jetzt das Bild von der Komposition her schon mal ganz gut. Was ich jetzt auch noch machen kann, dass ich zum Beispiel mit Gelb arbeite. Das würde ich jetzt auch passend dazu empfinden. Dann nehme ich mir aber einen kleineren Pinsel und setze da einfach Akzente mit diesem Gelb. Ja, habt keine Scheu davor. So könnt ihr nämlich auch mal ein altes Bild, wie gesagt, wieder zu neuem Leben erwecken. Und gerade mit diesen Ölfarben lässt sich das wunderbar machen, wie ich feststelle. Die kann man direkt von der Tube hier aus verarbeiten. Weil sie sehr cremig sind. Man hat da einfach Spaß dran. Also ich habe sowieso Spaß beim Malen. Aber mit diesen Farben macht es wirklich auch Sinn. Ja, macht das auch mal mit dem Spachtel so. Einfach die Farbe hier drauf. Und dann seht ihr schon, was passiert.
Mal kurz säubern. Und dann kann man da gleich weiterarbeiten. Und es ergeben sich interessante Farbkombinationen. Und jetzt hat es schon viel mehr Helligkeit, das Ganze. Jetzt habe ich wieder da dran gestoßen. Gut, dann mache ich da noch mal ein bisschen mit Weiß weiter. Mit dem Weiß bin ich bald am Ende hier. Weil ich das schon häufig benutzt habe. Und leider ist bei diesen Probepackungen immer nur ein Weiß mit dabei. Das heißt, ihr könnt es ganz gut mal ausprobieren. Aber wenn ihr da weiterhin interessiert seid und weitermachen wollt, dann müsst ihr natürlich euch die Farben einzeln am besten kaufen. Da kann man das selbst bestimmen, welche Farben man verwenden möchte. Das ist ja nur eben jetzt so mal um ein Bild auszuprobieren. Ja, und so gefällt es mir schon ganz gut. Was ich jetzt vielleicht noch machen würde, nochmal mit Gelb. Dass man nochmal das stellt.
Ja, da wird jetzt auch ein Orangeton draus. So, und auf die Art und Weise erhaltet ihr ein abstraktes, interessantes Gemälde. Das sich so nach und nach aufbaut. Und da könnt ihr, wie gesagt, eurer Kreativität freien Lauf lassen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid mit meinem Bild auch zufrieden. Dankeschön. Eure Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ciao.